Hallo und herzlich willkommen bei Tuk Talk. Wir melden uns heute aus dem Dachgeschoss der alten Aktienspinnerei, welche noch in diesem Jahr an die Universität übergeben werden soll. Zu ihren künftigen Bewohnern zählt auch unser heutiger Gast, der die Geschichte der Universität besser kennt als jeder andere. Er ist mit Leib und Seele Archivar und sorgt dafür, dass unsere universitäre Vergangenheit eine Zukunft bekommt. Stefan Luther wacht über das Gedächtnis der Technischen Universität Chemnitz. In Schneidlingen, bei Sachsen-Anhalt geboren, begann er im Jahr 1990 in Berlin Geschichte und Archivwissenschaft zu studieren. Mit dem Diplom in der Tasche kam er dann 1995 nach Chemnitz, um die Leitung des Universitätsarchivs zu übernehmen. Seitdem hütet er einen stetig wachsenden Bestand mit rund 4 Kilometer laufenden Akten, von denen einige älter sind als die TU selbst. Täglich gilt es zu entscheiden, welche Dokumente in diese Zeitkapsel aufgenommen werden sollen und welche nicht. Trotz seines konservativen Berufsbildes treibt er die Modernisierung des Archivs voran und ist stolz auf das, was er mit seinem Team bereits erreichen konnte. Hallo Herr Luther, herzlich willkommen bei Tuk Talk. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Gerne doch. Sie sind nun schon seit knapp 24 Jahren der Leiter des Universitätsarchivs. Hat sich denn in dieser Zeit die Arbeit des Archivars ein bisschen verändert oder ist es vielleicht immer noch oder tatsächlich so ein trockener Beruf, wie man das immer denkt? Nee, also so ganz staubtrocken ist der Archivar noch nie gewesen und auch der Beruf nicht. Das Klischee hält sich aber relativ lange. Also viele verbinden mit dem Archivar immer noch Spitzwegs Bücherwurm, aber wir sind schon eine relativ moderne Menschengattung. Es hat sich aber trotzdem in der Zeit meines Hierseins schon eine ganze Menge verändert. Seit 1956 gibt es ja das Universitätsarchiv. Ich bin seit 1995 da. Und als ich kam, hatten wir einige Räume in der Reichenhainer Straße 41, ein paar in der 39, 2 Magazinräume im Thüringer Weg, die wir dann aber ganz schnell aufgeben mussten, weil sie einfach zu feucht waren. Wir hatten ungefähr 1500 laufende Meter in diesen Magazinen liegen und heute haben wir 4 Standorte zu bedienen, haben reichlich 3,5 Kilometer Unterlagen in diesen Magazinen und das ist schon eine ganze Menge an Holz, die wir bearbeiten müssen. Es hat sich natürlich auch ein bisschen was in der Arbeit geändert. Als ich kam, galt es darum, das Chaos zu beseitigen. Die Universität hatte eine ganze Menge aufgelöster Einrichtungen hier in Karl-Marx-Stadt Chemnitz übernommen. Die Unterlagen kamen zu uns, allerdings ohne Archivare. Die mussten wir einarbeiten und bearbeiten. Das ist mehr oder weniger passiert. Wir konnten uns auch weiteren Aufgaben zuwenden. Zum Beispiel haben wir mehrere größere Ausstellungen organisiert und gezeigt. Wir haben die Überblicksdarstellung 2003 erarbeitet und vorgestellt und sind seitdem auch ganz intensiv an der weiteren Erarbeitung der Universitätsgeschichte beteiligt. Ja, was wir natürlich immer als Aufgabe hatten und auch schon damals, ist natürlich die Sicherung der Überlieferung, denn Archivgut ist einmalig und muss entsprechend behandelt werden. Wir müssen es in unseren Magazinen ordentlich aufbewahren, vor Beschädigung schützen. Ja, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die wir eigentlich immer haben. Und für wen ist denn das Archiv überhaupt zugänglich? Also wer kann in den alten Akten blättern? Jeder kann ins Archiv kommen. Also wir sind ein öffentliches Archiv und im Archivgesetz ist ein sogenanntes Jedermannrecht festgelegt. Das heißt also, jeder, der irgendein Interesse hat an Unterlagen im Archiv, kann bei uns vorbeikommen. Das sind zurzeit in erster Linie Studierende, die Anfragen zu ihrem vergangenen Studium, Studienbescheinigung, Zeugniskopien von uns wünschen. Es sind ganz normale wissenschaftliche Forscher, die vorbeikommen. Es sind aber auch eine ganze Reihe Anfragen zur biografischen Forschung. Wir haben ja studentische Unterlagen und Personalakten bei uns, die wir dort bearbeiten können. Was ein Benutzer vom Universitätsarchiv nicht erwarten kann, ist ein volldigitales Archiv. Also wir werden nie mit allen Unterlagen komplett im Internet präsent sein. Aber das Universitätsarchiv kann sich dem Internetzeitalter natürlich nicht verschließen, muss dort präsent sein mit den normalen Angaben, mit Erschließungsangaben
und mit ausgewählten Digitalisaten dort im Internet. Denn manche Archivaliengattungen sind einfach in digitaler Form viel, viel besser nutzbar. Aber es schlummern doch bestimmt auch ganz besondere Schätze im Universitätsarchiv. Was ist denn vielleicht das Wertvollste, was Sie haben? Ja, eine ganz wichtige Überlieferung im Universitätsarchiv ist natürlich die studentische Überlieferung. Wir haben die Matrikel bei uns im Archiv. Dort sind die Studierenden seit 1836 mit ihren Angaben nachgewiesen. Damals hieß es noch Zöglinge. Wir können hier jeden Studierenden nachweisen bis in die Gegenwart. Eine weitere ganz, ganz wichtige Überlieferung meines Erachtens sind auch die Stiftungsakten von 1845 bis 1945. In unserem Magazin sind ja 40 eigene Stiftungen, die direkt die Einrichtung betreffen, und 30 weitere, wo die Einrichtung nur unmittelbar oder mittelbar betroffen ist. Wir haben auch ein paar Gegenstände im Universitätsarchiv, zum Beispiel 2 ganz wichtige schöne Amtsketten, die des Direktors von 1936 und die des ersten Rektors der Hochschule für Maschinenbau von 1957. Aber die Frage, was ist denn das Wertvollste, kann ich eigentlich nicht so richtig beantworten, denn alles bei uns ist wertvoll, weil einmalig, es kommt nie wieder. Und auch eine ganz junge Akte muss von uns die Chance bekommen, alt zu werden. Ja, aber bei der Flut an Dokumenten, die Sie erreicht, ist es doch sicherlich nicht immer ganz so einfach zu entscheiden, was ist jetzt archivwürdig und was vielleicht nicht. Wie entscheiden Sie denn? Gibt es da gewisse Leitlinien, denen Sie folgen können? Ja, gibt es. Also es gibt ja das schon erwähnte Archivgesetz. Dort ist eine Definition, was ist Archivgut, enthalten. Und Archivgut, ich verkürze mal, also sind eben Unterlagen, die einen bleibenden Wert zum Beispiel für die Verwaltung, aber auch für die historische Forschung haben, aber genauso für Rechtsansprüche von Betroffenen und eben auch der Universität. Wir haben als Universitätsarchive in Deutschland ein Dokumentationsprofil erarbeitet. Dort ist so ein bisschen vermerkt, welche Unterlagen wir benötigen, damit wir auch in 100 Jahren die Arbeit der Universität nachvollziehbar gestalten können. Und es gibt so einen Code of Ethics für die Archivare, 1996 in Peking verabschiedet. Das sind Grundregeln, Leitlinien für den Archivar, nach denen er handelt. Und auf den Seiten des Internationalen Archivrats steht so sinngemäß, also welcher Beruf kann denn von sich behaupten, dass er das, was er heute macht, mit Wirkung für die nächsten 100 und noch mehr Jahre tut. Wir haben ja nun auch schon erfahren in der Tuk-Tok-Ausgabe 10 mit der Bibliotheksleiterin Frau Malz, dass Sie und das Universitätsarchiv hier in die alte Aktenspinnerei umziehen werden. Sind Sie denn aktuell schon im Umzugsstress? Sind wir. Wir sind aber schon ganz lange im Umzugsstress, denn als ich damals hierher kam, 1995, begrüßte mich der Rektor mit den Worten: Herr Luther, Ihre erste Aufgabe wird es sein, den Umzug des Archivs zu organisieren. Seitdem haben wir ganz viel organisiert, aber mit der Aktenspinnerei wird es nun wirklich ganz, ganz konkret. Und seit circa 2 Jahren sind wir ganz, ganz intensiv in einem doch relativ großen Umpackprozess beschäftigt. Also wir haben ein Projekt gestartet mit mehreren Tonnen an Verpackungsmaterial, wo wir unsere Unterlagen in archivgerechte Kartonagen verpacken. Mit denen wollen wir hier komplett umziehen. Also ich will mit einem ordentlich kartonierten Bestand hier reinziehen in dieses neue Gebäude. Und was wir auch momentan machen, eine ganz präzise Umzugsplanung. Denn am alten Standort, wir haben ja ständig unter Platzproblemen gelitten, haben also Bestände mal dort eingelagert, mal dort, je nachdem, wo gerade ein Meterchen frei war. Und wenn wir hier umziehen, dann ziehen wir ja vom Regal ins Regal und dort will ich die Bestände auch hintereinander aufstellen. Das heißt also, da haben wir eine ganze Menge an Logistik zu leisten, dass dann das Umzugsunternehmen das auch so ausführt, dass wir hier am neuen Standort jede Akte genauso finden, wie wir sie jetzt auch finden. Und wenn der ganze Umzug dann geglückt ist, wie geht es dann weiter mit Ihnen und dem Archiv? Erstmal eine große Erleichterung, wenn dann wirklich alles erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Aber
wir können da nicht stehen bleiben, denn wir sind ja eine sogenannte Zuwachsbehörde. Wir kriegen immer mehr an Unterlagen in unser Archiv. Also um die Einlagerung dieser Unterlagen müssen wir uns kümmern, also dass auch genügend Magazinkapazitäten vorhanden sind. Wir müssen uns auch um eine ganz neue Form von Unterlagen kümmern, also die sogenannten Digital Born Dokumente. Also heutzutage arbeitet jeder mit dem Rechner und irgendwann werden nur noch die Dokumente elektronisch entstehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir in 100 Jahren nicht diese Unterlagen irgendwann verloren gehen und wir können nicht mehr nachvollziehen, wie hat die Universität gearbeitet in diesem Zeitraum 2020. Also eine ganz wichtige Geschichte. Könnte ich mir vorstellen, also, dass natürlich mehr Nutzer, interessierte Nutzer ins Archiv kommen, die die Geschichte aufarbeiten. Eventuell wünsche ich mir, dass wir Universitätsmuseum oder eine Kustodie wieder einrichten. Denn was wir im Archiv nicht aufbewahren, ist die gegenständliche Überlieferung. Aber in unseren Fachbereichen entsteht natürlich viel solches Material an Prototypen und die sind genauso Teil der Geschichte. Und natürlich so ein ganz harmloser Wunsch, mehr Leute. Aber ja, wir werden das irgendwo schon hinbekommen und letztendlich, wir müssen mit unserer Vergangenheit umgehen und wenn ein paar Nutzer mehr dieses Archiv gut nutzen, dann ist schon eine ganze Menge. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall erstmal einen stressfreien Umzug und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit. Ich danke Ihnen. Wiederschauen. Unser nächster Gast wird unserer Sendung ein bisschen spanisches Flair verleihen. Gerard Ramas Pardo ist in Barcelona aufgewachsen und dirigiert seit dem vergangenen Herbst unseren Universitätschor. Er erklärt uns, warum das Singen im Chor nichts anderes sei als das Fahren eines Autos und welche Rolle die Musik in seinem, aber auch in unserem alltäglichen Leben spielt. Ihre Fragen dazu können Sie uns gerne unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal.